Wenn ihr den Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, wisst ihr, wie sehr ich meine Leica M liebe. Aber solche Kameras sind relativ kostspielig und es gibt auch günstige Alternativen wie die Leica CL. Sprechen wir drüber. Nach dem Intro geht's los. Und damit herzlich willkommen zurück zu Ars Analog, dem YouTube-Kanal zur Filmfotografie im Zeitalter der Megapixel. Mein Name ist Dominik und auch im neuen Jahr bringe ich euch jeden Freitag um 18 Uhr ein neues Video zum Thema. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und auch die Notifikation einzuschalten, um keines dieser Videos zu verpassen. Heute sprechen wir über diese Kamera hier. Das ist die Leica CL. Die Leica CL ist eine Messsucherkamera, die, glaube ich, ab 1973 erhältlich war. Sie verfügt über ein M-Bajonett, ist also mit den Messsucherkamera-Objektiven von Leica, Voigtländer, Zeiss und so weiter kompatibel. Allerdings handelt es sich gar nicht um eine echte Leica-Kamera. Denn sie ist zwar von Leica bzw. damals Leitz noch entworfen worden, gefertigt wurde sie dann aber in Japan von Minolta. Minolta schickte die Kameras dann nach Wetzlar, wo die Endjustage vorgenommen worden ist, das Ganze verpackt wurde und dann in die Läden kam. Die Kamera kam parallel zur M5 auf den Markt, richtete sich aber auf Käufer im niedrigeren Preissegment. Damals war sie zum Einführungspreis von 372 D-Mark erhältlich. Die M5 kostete damals mit 750 D-Mark Einführungspreis gut das Doppelte. Deswegen hält sich auch das Gerücht, die CL hätte damals die Verkäufe der M5 kannibalisiert. Guckt man sich aber die Verkaufszahlen der M5 über die Zeitspanne an, in der sie angeboten worden sind, war sie damals in etwa genauso erfolgreich wie die M4. Ich glaube aber, damit blieb sie trotzdem hinter den Erwartungen von Leica zurück, die sich sicher mit der neu konstruierten M5 größere Absätze erhofft haben. Die Leica CL jedenfalls hat ebenfalls versucht, mit Innovation einiges anders zu machen. So hat sie, wie die M5 auch, einen Belichtungsmesser, der eine TTL-Messung erlaubt und verfügt im Gegensatz zu den M-Kameras über eine abnehmbare Rückwand, was das Einlegen des Films erleichtert. Tatsächlich konkurrierte die CL gar nicht so sehr mit den M-Kameras ihrer Zeit, sondern eher mit den Kompaktkameras, die sich ebenfalls auf dem Einsteigersegment befanden. Für die Kompaktkameras typisch ist auch die Brennweitenauswahl der CL, denn diese ist für ein 40 mm Objektiv ausgelegt. Und zwar waren erhältlich von Leitz selber das Summicron C 40 mm Blende F-Halbe und das Elma C 90 mm Blende Viertel. Betrachtet man die CL, sieht man, dass der Sucher und das Fenster für den Entfernungsmesser relativ nah beieinander sind. Diese kurze Basislänge macht es relativ schwierig, das Ganze zu fokussieren. Und deswegen war den Entwicklern alles über 50 mm und offenblendiger als F-Halbe bzw. Viertel bei 90 mm zu gewagt. Also beschränkte man sich eben auf diese Brennweiten. Tatsächlich ist die CL aber auch mit anderen Objektiven nutzbar, solange diese nicht zu weit in die Kamera hereinragen und damit den Belichtungsmesser beschädigen würden. Dieser Belichtungsmesser ist allerdings auch der Grund, warum die Leica CL heute auf dem Gebrauchtmarkt so günstig erhältlich ist. Denn sehr häufig ist dieser Belichtungsmesser kaputt und viele Werkstätten sind nicht mehr in der Lage, diese Belichtungsmesser zu reparieren. Hinzu kommt, dass die Leica CL in den Augen von Leica-Enthusiasten gar keine echte Leica ist und damit ist sie für den Sammelmarkt nicht so begehrt. Das macht die Leica CL zur perfekten Einstiegskamera, wenn man eben M-Mount-Objektive benutzen möchte. Denn die Alternativen von Voigtländer und Zeiss und wie sie alle heißen mögen, sind in der Regel deutlich teurer, von den M-Kameras ganz zu schweigen. Ich habe mir die CL als Übergangskamera geholt, als meine M4P in Reparatur war und hatte eigentlich vor, die wieder zu verkaufen. Ich glaube aber, ich behalte die als Zweitkamera, wenn hier nicht doch ein unschlagbares Angebot kommen sollte. Hier ist die CL, einmal im direkten Vergleich mit der M4P fällt auf, die ist ein bisschen kürzer,
und vom Gewicht her ist sie auch deutlich leichter. Auf der Vorderseite sieht man hier einen Battery-Check, hier den Knopf zum Lösen des Bajonetts und das Zeiteneinstellrad mit der Einstellmöglichkeit der Filmgeschwindigkeit für den Belichtungsmesser. Der Belichtungsmesser zeigt mit einer Suchernadel den Messwert an. Dann kann man mit Drehen am Zeiteneinstellrad eben die Verschlusszeit verändern, so dass das Ganze korrekt belichtet ist. Die Verschlusszeit kann man mit dem Zeigefinger hier komfortabel bedienen, auch wenn man die Kamera am Auge hat. Das hat die CL von der M5 übernommen. Und ansonsten sehen wir hier auf der Rückseite einen Indikator, welchen Film man eingelegt hat, den Knopf, den man drücken muss, um den Film zurückzuspulen, und hier eben den Rückspulhebel. Anders als bei den M-Kameras befinden sich hier die Schlaufen für den Tragegurt nicht jeweils auf einer Seite, sondern beide auf einer, sodass man die Kamera dann in der Art am Hals tragen kann. Das finde ich ganz gut. Die M5 hat das ähnlich geregelt und tatsächlich würde ich mir zumindest eine Tasche wünschen für die M4P, wo das ähnlich ist. Ein Blick ins Innere zeigt, dass man hier die Rückwand komplett abnehmen kann, anders als bei den M-Kameras, wo immer das Filmladen über die Unterseite der Kamera erfolgte. Hier haben wir eine Anpressplatte, die die Planlage des Films sicherstellen soll, und hier eben die Filmaufnahmespule. Hier sitzt die Batterie der Kamera, die zur Nutzung des Belichtungsmessers erforderlich ist. In dem Fall ist es tatsächlich noch eine alte 1,35 Quecksilberoxid-Batterie. Die sind aber seit geraumer Zeit in der EU nicht mehr erhältlich. Man muss sich also etwas behelfen. Entweder man lässt die Kamera umbauen, dass sie auch mit 1,5 Volt Batterien nutzbar ist. Es gibt Batterien eben in der entsprechenden Größe, die mit 1,5 Volt laufen. Oder man nutzt dann gegebenenfalls über einen Adapter oder als Weinzell eine Zink-Luft-Zelle, die 1,35 Volt an Spannung liefert. Konzipiert ist die Kamera für die Nutzung mit 40 mm Objektiven. Und die 40 mm Framelines werden auch immer angezeigt, auch wenn man andere Brennweiten nutzt. Es sei denn, man nutzt ein 90 mm Objektiv. Mit dem 90 mm Objektiv werden dann die Framelines für 90 mm angezeigt, mit einem anderen Objektiv eben die 50 mm und 40 mm kombiniert. So, und das war es dann jetzt schon wieder für heute. Danke fürs Zusehen, fürs Liken, Teilen und Kommentieren. Wenn ihr wollt, sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder um 18 Uhr hier an dieser Stelle. Ansonsten verbleibe ich so und sage ciao, wir sehen uns.